Mit Version 0.6.0 steht euch ab sofort das zweite große Quality of Life Update im Beta-Branch zum Testen zur Verfügung. Da das Update durchaus umfangreich ausfällt und das Spiel an vielen Stellen verbessert und erweitert wird, gehen wir in diesem Video mal alles im Detail durch. An die Werkzeuge, Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun. Das zweite Quality of Life Update bügelt, grob gesagt, in jedem Bereich einmal ordentlich drüber. So wurden zum Beispiel die Handels- und Diplomatieoptionen mit neutralen Völkern überarbeitet, wodurch ihr zukünftig bereits mit dem Beenden von 50% der an euch gestellten Aufgaben neue Handelsoptionen freischaltet. Sobald ihr die Hälfte der Aufgaben erledigt habt, erhaltet ihr daher den neuen Status Vertraut, durch den ihr ab dann auf zusätzliche Handels- und Geschenkangebote zurückgreifen könnt. Davon ab wurden die Handelsoptionen generell angepasst, um so deutlich attraktiver daherzukommen. Im Bereich des Gebäude- und Straßenbaus wurde bei Gebäuden ein Hilfsraster ergänzt, um besser erkennen zu können, ob ihr anschließend noch Straßen an Gebäuden vorbeibauen könnt. Ebenso werden jetzt im Baumodus geplante Gebäude vor der Platzierung automatisch an bereits existierende Straßen ausgerichtet und müssen nicht wie bisher erst dorthin gedreht werden. Neue Straßen rasten jetzt automatisch im 90- und 180-Grad-Winkel ein, wenn sich die Mausposition in der Nähe der Achse befindet, um so Straßen anlegen zu können, die sich dann im Nachhinein mit perfekt passenden Gebäuden ergänzen lassen und man dann so auch den Bauplatz besser planen und ausreizen kann. Wer das aus Gründen aber nicht haben möchte und weiterhin so verfahren möchte wie bisher, kann das auch optional in den Einstellungen wieder ausschalten. Alternativ könnt ihr mit gedrückter STRG-Taste das Einrasten unterdrücken, um beide Versionen verwenden zu können. Für Statistikliebhaber erhält das Update nun auch Gebäudeeffizienzwerte bereit, wie man sie schon aus Die Siedler 2 kennt. So erhaltet ihr die aktuellen Werte im Tooltip, wenn ihr mit der Maus über das jeweilige Gebäude fahrt. Auch am Resource Broker wurde geschraubt. So werden jetzt Ausrüstungsgegenstände, die derzeit nicht für die bestellten oder geplanten Einheiten des Gebäudes benötigt werden, freigegeben und dann an andere Standorte umgeleitet, falls sie dort gerade fehlen. Dadurch wird zum Beispiel sichergestellt, dass Waren zwischen mehreren Gildenhäusern oder Militärakademien sinnvoll ausgetauscht werden können, um die Ausbildungs- bzw. Produktionszeit zu verkürzen. Neu ist auch, dass abgerissene Gebäude nun 50% ihrer Baumaterialien zurückgeben. Stoffe und Seile werden sogar komplett zurückerstattet. Damit möchte man euch eine zusätzliche Möglichkeit geben, um euch aus sogenannten Sackgassensituationen herauszubringen, falls euch mal die Steine oder das Holz ausgehen sollten. So wurde hierzu auch eine erste simple Abrissanimation ergänzt, weiteres wird wohl folgen. Spannend ist das Update auch auf grafischer Seite. So könnt ihr ab sofort zwischen 4 Beleuchtungssetups wählen, die ihr unter anderem mit der Tastenkombination STRG plus L durchwählen könnt. Die 4 Sets sind Sonnenaufgang, bewölkte Tageszeit, also wie bisher, goldene Stunde und Sonnenuntergang. Ob hier für später ein Tag-Nacht-Zyklus vorbereitet wird, ist aber nicht klar, wäre aber sicher auch gameplay-technisch ein interessanter Ansatz. Was wäre zum Beispiel, wenn Werwölfe nur bei Vollmond angreifen oder Geister generell nur bei Nacht? Neben neuen Reflexionen an Klippen und neuen Grafiken für die Diebe wurde auch der Nebel des Krieges überarbeitet, welcher sich nun der Sonne zugewandt verfärbt. Auch das kann in den Einstellungen, falls gewünscht, abgeschaltet werden. Ebenso verschwinden Fische nah am Ufer nicht mehr im Boden, der Förster trägt nun unterschiedlich aussehende Schösslinge und schwarze Kaninchen werden nicht mehr plötzlich rot, wenn sie vom Jäger erlegt werden. Auf Gameplay-Seite markieren ausgewählte Jäger jetzt die sich in Reichweite befindlichen Tiere und Rationen sowie Nahrungsmahlzeiten haben eine neue Grafik bekommen, wenn diese an Bergbaugebäude serviert werden. Bei der Map-Erstellung erhaltet ihr auf dem Schwierigkeitsgrad Anfänger nun direkt zum Start zusätzliche Handelsträger und die Pros freuen sich über die neue Einstelloption mit extrem vielen Gegnern, die dann den experimentellen Maps der letzten Wochen entsprechen und für neue Herausforderungen sorgen. Außerdem wurde mit dem Anfängermodus erweitert für Koop, wie der Name schon sagt, ein erstes Setup speziell für den Multiplayer angelegt, in dem die Startressourcen weiter erhöht werden, um einen schnelleren Spielstart zu ermöglichen, gleichzeitig aber auch die Gegneranzahl etwas nach oben gesetzt wird, damit die Herausforderung gleich bleibt.
Auf vielfachen Wunsch lassen sich jetzt auch in-game die Speicherstände löschen. Neben zig Bugfixes, mit denen ich euch jetzt nicht langweilen möchte, genauer Changelog wie gehabt auf dem Pagonia Discord, wurde darüber hinaus die Audiomischung verbessert, Ladezeiten verkürzt und die allgemeine Performance speziell für große Siedlungen mit vielen Pagoniern optimiert. Alles in allem also weit mehr als nur ein kleines Zwischenupdate für die nächsten Content-Ergänzungen im Juni und durchaus ein Argument, mal wieder eine Runde in Pagonia zu siedeln. Wer möchte, lässt gerne ein Abo da, um immer top informiert zu sein, und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Denn wir sind hier, um anzukommen und gemeinsam zu wachsen. Und Pagonia zu einem prächtigen Zuhause für uns alle zu machen. An die Werkzeuge-Pioniere. Es gibt noch so viel zu tun.